Hallo zusammen, liebe Freunde, hier ist Olga. Wir testen ein neues Dessertrezept, das auf Instagram und TikTok populär geworden ist. Und das ist kein Wunder, denn für die Zubereitung braucht man eigentlich nur 2 Zutaten. Ich mache das Rezept heute zum ersten Mal, zeige euch alles genau so, wie es ist und erzähle euch ehrlich, ob es lecker wird oder nicht. Den Link zur Quelle und alle genauen Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Zuerst brauchen wir 2 Packungen fertiges Götterspeisepulver zu je 80 Gramm. Wir schütten das Pulver in eine Schüssel. Bei mir hat es Erdbeergeschmack. Ihr nehmt einfach den Geschmack, der euch am besten gefällt. Als nächstes geben wir 300 Milliliter kochendes Wasser dazu. Bei mir ist es kein sprudelnd kochendes Wasser, sondern einfach heißes Wasser. Wir verrühren alles, damit sich das Pulver vollständig auflöst. Dabei möchte ich kurz erwähnen, jede Packung Götterspeise mit einem Gewicht von 80 bis 90 Gramm ist normalerweise für 400 Milliliter Flüssigkeit ausgelegt. Ich habe pro Packung 150 Milliliter Flüssigkeit verwendet, für 2 Packungen also insgesamt 300 Milliliter kochendes Wasser. Wenn eure Packung 40 Gramm wiegt, ist sie in der Regel für 200 Milliliter Flüssigkeit gedacht. Wenn ihr also genau dasselbe Dessert wie ich zubereiten möchtet, gebt ihr entsprechend etwa 75 Milliliter kochendes Wasser hinzu. Achtet beim Kauf auf das Gewicht der Packung und die Flüssigkeitsmenge, für die sie berechnet ist. Beim Verrühren sollte sich das Pulver vollständig auflösen, damit keine Klümpchen zurückbleiben. Wir rühren es etwa 5 Minuten lang kräftig um. Danach lassen wir die aufgelöste Masse etwa 10 Minuten stehen, damit sie abkühlt und nicht mehr so heiß ist. Als nächstes geben wir 400 Gramm Schmand oder saure Sahne beliebiger Fettstufe dazu. Ich verwende Schmand mit 20% Fett. Alternativ könnt ihr auch dieselbe Menge griechischen Joghurt ohne Zusätze nehmen, wenn ihr ein etwas leichteres Dessert möchtet. Wir verrühren alles mit einem Stabmixer oder Handmixer. Es geht aber auch ganz einfach mit dem Schneebesen. Auch hier gilt: pro Packung Götterspeise mit 80 Gramm gebe ich 200 Gramm Schmand dazu, für 2 Packungen also 400 Gramm. Zum Ausprobieren könnt ihr auch nur die halbe Menge zubereiten. Wer meine früheren Rezepte gesehen hat, weiß, dass ich die Zutaten oft mehrere Minuten lang mit dem Stabmixer aufschlage, damit sich oben Bläschen bilden. Bei diesem Rezept macht das allerdings kaum einen Unterschied. Wenn euch das Endergebnis gefällt, könnt ihr es genauso machen wie ich. Wenn nicht, reicht es auch, die Masse einfach mit dem Schneebesen zu verrühren oder nur etwa 30 Sekunden lang mit dem Stab- oder Handmixer. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr die Masse in einzelne Schälchen oder in Silikon-Muffinförmchen füllen. Ich gieße das Dessert in eine durchgehende Silikonform mit den Maßen 23 x 10 cm und 6 cm Höhe. Zusätzlich habe ich die Masse noch direkt in der Form mit dem Stabmixer aufgeschlagen, damit oben mehr Bläschen entstehen. Danach stellen wir die Form sofort für ein paar Stunden in den Kühlschrank, damit die Masse gut fest wird. In Portionsförmchen braucht sie etwa 1 bis 2 Stunden, in einer großen Form wie meiner 3 bis 4 Stunden. Schaut einfach, wie es bei euch aussieht. Nach der Wartezeit zeige ich euch das Ergebnis. Wir fahren mit einem Spatel am Rand der Form entlang. Wie ihr seht, hat sich an der Oberfläche eine leicht blasige Haut gebildet, aber tiefe, deutliche Blasen gibt es keine. Jetzt lösen wir das Dessert aus der Form, indem wir die Silikonform Stück für Stück abziehen. Die Masse ist weich, gleichzeitig aber ziemlich stabil. Am Ende erhalten wir ein schön elastisches Dessert. Wir schneiden es in mundgerechte Stücke. Gleich möchte ich sagen, es ist eine wirklich angenehme, leicht wackelige Konsistenz geworden, die regelrecht auf der Zunge zergeht. Für mich sieht das Dessert appetitlich und ungewöhnlich aus. Ich probiere es zum ersten Mal. Was kann ich sagen? Die Masse ist unglaublich elastisch. Genau die Konsistenz, die sie haben soll. Sie hält ihre Form, bleibt dabei aber unglaublich zart und weich. Auf keinen Fall ist es gummiartig. Vom Geschmack her merkt man kaum, dass Schmand drin ist. Es schmeckt cremig, ist dabei aber überhaupt nicht schwer. Es ist süß mit einer leicht säuerlichen Note, die, glaube ich, vom Geschmack des fertigen Götterspeisepulvers kommt. Es schmeckt wirklich lecker. Ich denke, vielen wird es gefallen. Nur eins: ich schmecke einen leichten chemischen Beigeschmack vom fertigen Pulver heraus.
Vielleicht fällt euch das gar nicht so stark auf. Da sind die Geschmäcker ja verschieden. Insgesamt lecker, die Mengenangaben funktionieren gut. Das Dessert gelingt, hat aber seine kleinen Eigenheiten. Dem einen wird es gefallen, dem anderen vielleicht nicht. Auf jeden Fall lohnt sich die Idee, probiert es ruhig aus. Das Rezept funktioniert. Wie immer bitte ich euch, unterstützt mein Video mit einem Like und einem Abo. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch allen einen friedlichen Himmel über dem Kopf. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!